Hallo meine lieben Menschen da draußen, schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast bei einer Folge Einfach Sanja. Los geht's! In der letzten Folge ging es um Tipp Nummer 1, was mir geholfen hat, mit dem Tinnitus klarzukommen und ein ruhiges Leben zu führen. Da ging es vor allem darum, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, um ein besseres Verständnis für den eigenen Körper, für den eigenen Tinnitus zu entwickeln. Und ja, hier geht es jetzt Tipp Nummer 2, was mir geholfen hat, mit dem Tinnitus besser klarzukommen. Als ich damals den Tinnitus bekommen habe, bei mir war das verbunden direkt mit einer Schwerhörigkeit bis zu 70%. Und ich ging natürlich erstmal zum Arzt, habe alles abchecken lassen und es war wie so eine traurige Reise ins Nirgendwo, weil irgendwie konnte keiner einem richtig helfen, alles hing zusammen und es gab keine richtige Lösung. Was ich damit sagen will, ist, ich habe eine sehr negative Erfahrung mit meinem Körper gemacht. Das bedeutet, ich habe das Vertrauen in meinen Körper wieder verloren. Als ich dann auch noch Morbus Meniere bekommen habe und ja, durch die heftigen Schwindelanfälle gezwungen war anzuhalten und da mal genauer hinzuschauen, habe ich meinen Weg gefunden, wieder mein Körpervertrauen zu gewinnen. Deswegen, Tipp Nummer 2 ist, finde eine Möglichkeit, wieder mehr Körpervertrauen zu gewinnen. Wie kannst du das schaffen? Ich kann dir sagen, was ich alles versucht habe oder was ich derzeit täglich mache. War einer der Dinge, die mir am meisten geholfen haben, war der Bodyscan. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist eine geführte Meditation, wo man einfach da liegt und ja, der Redner aus der Meditation führt dich durch deinen Körper hindurch und du spürst einfach mal achtsam hin, egal was da ist. Das bedeutet, damit lernst du mit deinem Körper einfach da zu sein. Bei mir war es auch damals mit meinen Rückenschmerzen, mit meinen Nackenschmerzen, mit meinem Tinnitus einfach da zu sein und mir Zeit für ihn zu nehmen. Das hört sich erstmal ziemlich banal an, ist aber sehr wirkungsvoll und ja, zahlt sich auf jeden Fall aus. Den sogenannten geführten Bodyscan findest du überall kostenlos. Es gibt auf YouTube, auf Spotify, auf allen möglichen Apps. Schau da einfach mal rein und versuch, ob das auch was für dich ist. Ich mache mittlerweile täglich den Bodyscan, um einfach mir die Zeit zu nehmen, mit meinem Körper da zu sein. Andere Möglichkeiten sind natürlich körperliche Aktivitäten. Das muss gar nicht heftiger Ausdauersport sein. Ich habe es mit Yoga gelernt. Es muss auch gar nicht Yoga sein. Es kann einfach nur ein achtsames Dehnen sein oder ein achtsamer Spaziergang, wo man wirklich den Fokus auf seinen Körper setzt. Vielleicht liegst du auch einfach in der Sonne und spürst, wie die Sonne deinen Körper brutzelt. Oder du sitzt irgendwie im Park und spürst, wie der Wind deinen Körper berührt. Versuche eine Möglichkeit zu finden, was dir zusagt, egal ob es Kampfsport, Qigong, Yoga, Ausdauersport ist, um wieder mehr Körpervertrauen zu gewinnen. Also nochmal Kurzfassung. Tipp Nummer 2 ist, versuche eine Möglichkeit zu finden, mehr Körpervertrauen in dein Leben zu integrieren. Wie kannst du das machen? Das kannst du machen mit verschiedenen Körpermeditationen, aber auch natürlich mit körperlichen Aktivitäten. Egal ob es Yoga, Qigong, Ausdauersport ist oder was auch immer, Schwimmen vielleicht auch. Versuche deine Möglichkeit zu finden, um wieder deinem Körper zu vertrauen, wieder gerne mit deinem Körper da zu sein und ihn wieder lieben zu lernen. Wie so eine Beziehung kannst du es dir vorstellen, ihr habt euch einfach auseinandergelebt und du versuchst wieder eine Verbindung aufzubauen und demjenigen zu vertrauen. Schreib mir doch gerne, welche körperliche Aktivität du gerne ausführst, um wieder zu dir selbst, zu deinem Körper zurückzukommen. Und wenn du schon dabei bist, dann klick doch gleich aufs Abonnieren, damit du auch keine Folge mehr verpasst. Und wir sehen uns schon nächste Woche, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Ciao.